So, hallo und herzlich willkommen zur Fumotec Neuheitenvorstellung. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut hören. Wir haben am Ton noch mal ein bisschen gebastelt und ja, ich denke, das sollte jetzt funktionieren. Freut mich, dass ihr alle da seid und ja, ich denke, es wird mit Sicherheit ja, eine spannende halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde, ganz wie ihr wollt. Wir werden auch zwischendurch, wenn ihr Fragen habt, einen Blick auf den Chat werfen und oder auf die Kommentare vielmehr, können da schon mal drauf eingehen, wenn da Fragen sind. Wir haben jetzt nicht jemanden komplett nur da sitzen, also wenn im Zweifelsfall auch gern nochmal reinschreiben. Wir haben auch durchaus die Möglichkeit, das nach hinten auszudehnen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ruhig als Kommentare einfach rein. Da gehen wir, wie gesagt, gerne drauf ein. Wir haben auch morgen, wenn Interesse besteht, gerne die Möglichkeit, da nochmal ja, das Ganze in Messeform wirklich nochmal für euch ja, Details zu klären. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch gerne an uns. Da können wir gerne auch nochmal eine, ja, sei es eine Facebook Live Version machen oder wir haben auch die Möglichkeit, das per Videokonferenz, das haben wir auch vorbereitet. Also wenn da Fragen sind, auch gerne im Nachgang, schreibt uns kurz eine E-Mail an info@fumotech.de und dann können wir gerne morgen Vormittag da entweder individuell nochmal was machen oder eben nochmal auf Facebook Live, ganz wie ihr möchtet, weil wie gesagt, uns geht es darum, die Messe Friedrichshafen irgendwo ja, eine Alternative zu bieten, ersetzen, wie gesagt, wenn wir sie nicht können, aber das ist so der Ansatz und deswegen, ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer her damit ähm, und dann legen wir doch einfach mal mit den Neuheiten los, würde ich sagen. Eine Geschichte, ich schalte hier gerade nochmal um, dann könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So, weil, genau, können wir auch noch mal kurz darauf eingehen. Wir haben hier für euch zwei Kameras, ne, eine für die Totale und eine eben für die Details, weil da werden wir jetzt einige Punkte haben, wo das definitiv interessant wird, um euch dann optimalen Einblick bieten zu können. Haben wir eben hier noch eine zweite kleine Kamera installiert, um ja, auf Details eingehen zu können. Und ich habe es jetzt so eingestellt, dass ihr die ein bisschen größer sehen könnt. Und ich denke, das passt. Also, leg mal los. Wie gesagt, hier zum einen haben wir äh, für unsere Bagger, im Moment im Wesentlichen für die Bagger, so Trittpads beziehungsweise Anti-Rutsch-Pads. Die sind, ja, ich denke, man sieht es hier sehr schön. Das ist jetzt das Beispiel vom PC 228. Es ist eine absolut vorbildgetreue Körnung. Das Ganze ist selbstklebend, also nicht mehr irgendwie Schleifpapier, wie es dann oft schon gemacht wurde, und dann irgendwie das Aufkleben. Ja, wie gesagt, wir haben da die ganze Zeit, die Problematik ist ja bekannt, haben das eben hier wirklich als ein fertiges Produkt aufbereitet. Das Ganze hängt an ganz kleinen Mikrostegen. Ich denke, das sieht man hier auch sehr gut. Das heißt, das ist wirklich ganz einfach dann da auch rauszunehmen. Haben wir schon ein paar rausgenommen. Ich kann das hier gerade nochmal zeigen. Da geht man wirklich hier einmal so hin, zack, zack, und das war's. Ja, also ist wirklich eine ganz coole Geschichte, weil es halt einfach ja, absolut realistischen Look hat. Das Ganze, wie gesagt, verfügbar. Ja, man sieht es hier auch schon einmal unvorsichtig hingelegt. Also die hängen wirklich nur ganz locker drin. Wir haben das Ganze verfügbar für den PC 290, PC 490 und für den 228. Und das Ganze sieht dann, hier haben wir nochmal ein Beispiel für euch vorbereitet, wie das Ganze dann am Modell ausschaut. Hier ein Beispiel von einem Oberwagen von einem PC 290. Also das ist wirklich, das sieht echt klasse aus. Setzt sich genau über die schon angeformten Trittflächen und ist eben absolut super schnell aufgebracht und man hat ja, einfach ein klasse Ergebnis, ein super Detail.
haben das Ganze hier auch nochmal auf einem PC 228 nochmal in den Details. Da sieht man eben auch gleiches System, äh, gleiches Prinzip. Und das ist halt, ja, wie ich schon gesagt habe, eine Sache, die einfach einen absolut super vorbildgetreuen Charakter eben hat und mit der ihr das Modell aufwerten könnt. Wir werden das Ganze in Kürze in den Shop aufnehmen und ja, ich denke, im Laufe der nächsten Woche werdet ihr das im Shop finden. Zum Thema Shop sage ich dann sowieso noch eine Kleinigkeit, aber das wäre mal der erste Punkt von den Neuheiten. Der zweite Punkt ist jetzt nicht zu, also das war jetzt wirklich was ganz Neues, das hat man so jetzt glaube ich noch nicht gesehen. Der zweite Punkt, den wir hier gerne nochmal aufgreifen würden, ist jetzt nicht total super neu, den kennen viele von euch schon, der ist auch schon im Shop drin. Ich würde trotzdem gerne nochmal darauf eingehen, weil es einfach, ja, es ist ein super tolles Anbauteil und wir haben eine Neuheit, ist dann durchaus da auch nochmal drin versteckt, die es noch nicht lange gibt. Und deswegen wäre das definitiv für Friedrichshafen jetzt auch eine Messeneuheit gewesen, weil es gibt es noch nicht lange. Und von was spreche ich? Natürlich von unserem Tiltrotator. Wir haben den hier am 228 montiert. So. Also das gute Stück. Ihr kennt's. Tiltrotator selbst ist ja, ja, er ist elektrisch drehend. Das Ganze dreht endlos. Haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, dass wir hier einen Elektroantrieb einsetzen, um wirklich endlos drehen zu können, weil das beim Tiltrotator einfach eine Grundvoraussetzung ist, eine wirklich wichtige Geschichte, um flüssig dann damit arbeiten zu können. Und das Ganze hatte aber schon von vornherein noch einen anderen Grund, weil wir damals schon in der Entwicklung oder in der Testphase waren mit den elektrischen Wechslern, auf die wir gleich eingehen werden. Und der Tiltrotator hier, man kann es durchaus sehen, wir können ihn ruhig auch noch mal ein bisschen in eine Richtung drehen. Also das Ding dreht endlos in eine Richtung. Das ist, ja, selbst mit dem elektrischen Wechsler, der hier schon verbaut ist das trotzdem möglich. Und das war eben ein weiterer Grund, warum wir uns ähm, für die elektrische Variante entschieden haben, weil in dem Moment kann ich problemlos auf dem mini kleinen Bauraum durchaus auch eben eine Drehdurchführung einsetzen. Es gibt ganz kleine elektrische Drehdurchführungen, die wir hier einsetzen konnten. Und so haben wir natürlich einen Mehrwert. Das ist also richtig super. Also ich kann endlos drehen, habe trotzdem einen elektrischen Wechsler. Können wir hier gerade mal angucken. Gehe hier vorne mal vom Detail ein bisschen drauf. Können wir vielleicht mal noch ein bisschen drehen. So, ich hoffe, wir sehen das. Ja. Ja. So. Jetzt haben wir es, glaube ich. Genau. Also ist einfach das Verriegelungsblech hier unten, das sieht es jetzt, denke ich, ist zwar alles durch das Grau nicht ganz so super sichtbar, aber wir haben da unten eben einen elektrischen Wechsler drin und können das Ding halt wirklich endlos drehen und trotzdem dann den Wechsler betätigen. Und ja, wie ich finde, eine wirklich super coole Geschichte. Dann können wir gerade den Löffel da wieder reinpacken. Einmal zu. Ich denke, man sieht es gerade auf der Kamera recht schön. Da kommt das Wechselblech und zack ist der Löffel verriegelt. Ja, wir haben einen Schwenkbereich oder einen Tiltbereich von 32 Grad in beide Richtungen. Und auch ein Punkt, der oft angesprochen wurde, warum wird oder wir haben uns bewusst an der Stelle dafür entschieden, den Tiltrotator im sogenannten Sandwich-Anbau zu realisieren. Das heißt, der normale
der normale Wechsler bleibt ganz normal erhalten. Das heißt, ich kann jederzeit auch wieder den Löffel standardmäßig anbauen. Wir haben hier zum Beispiel eine kleine Steckkupplung dran für die elektrischen Anschlüsse. Wir haben die hydraulischen Anschlüsse über den Zusatzanschluss. Das wird im Prinzip wie ein ganz normales Anbauteil am Bagger angebaut. Und wenn man eben irgendwo auf der Baustelle den Bedarf hat und möchte ja, irgendwo an einer Kanalbaustelle oder die typischen Einsatzgebiete von einem Tiltrotator, kann man den Tiltrotator anbauen. Gibt es eben wahlweise mit dem mechanischen Schnellwechsler, wie man vom Bausatz kennt, mit der Zentralschraube zum Verriegeln oder nicht, oder eben auch mit dem elektrischen Wechsler. Und wenn man dann eben sagt, okay, ich möchte jetzt im Moment wirklich nur, ich sag mal, Material bewegen, ich brauche den Tiltrotator nicht, ich kann ihn einfach abbauen. Und das erscheint uns deutlich sinniger als ein Starranbau am Bagger. Deswegen haben wir das an der Stelle so gelöst. Ja, das Ganze ist, ja, ein Punkt fällt mir gerade noch ein. Auch für diejenigen, die den Tiltrotator mit dem starren Wechsler oder vielmehr mit dem mechanischen Wechsler schon bezogen haben, ist kein Problem. Er kann den elektrischen Wechsler auch jederzeit nachrüsten, ist auch schon im Shop drin. Wie gesagt, der Tiltrotator war deutlich weiter wie diese Entwicklung mit dem elektrischen Wechsler. Deswegen haben wir das eine vorgezogen und mittlerweile ist beides marktreif. Von daher, ja, wie gesagt, auch die Möglichkeit gegeben für die, die den Tiltrotator schon haben, die sagen, hey, das mit dem elektrischen Wechsler, das ist eine coole Geschichte. Ja, die können da auch entsprechend natürlich ja, das Ganze nachrüsten. Wenn wir gerade schon bei den elektrischen Wechslern sind, wir haben das Ganze, die sind schon im Shop drin, haben wir die Variante auch für die normalen Wechsler für unsere Modelle als Alternative. Es gab ja für den PW 180 gab es bisher ja noch überhaupt keine Möglichkeit von einem Schnellwechsler. Beim PC 290 gab es bisher die wunderschöne Variante, wie es im Übrigen hier auch verbaut ist, vom Thilo Wurst von der Firma TW Hydraulik. Gab es den Schnellwechsler für PW 100, nee, Quatsch, nicht für PW, für PC 290 und PC 228 als Hydraulik-Variante. Und wir haben jetzt eben noch eine Alternative dazu, elektrisch. Wenn wir gerade bei TW-Hydraulik sind, es gibt in Kürze von TW-Hydraulik für den Tiltrotator einen speziellen Planierlöffel, diesen typisch geformten Tiltrotator-Planierlöffel mit ja, der hinten also relativ schlank zugeht. Da haben wir die ersten Prototypen, gibt es schon. Die sollen bei Tilo in Kürze im Shop kommen. Also für die, die dann wirklich das Ganze ja, im absolut vorbildgetreuen Look nutzen wollen, gibt es eben diese typischen Planierlöffel. Der Tiltrotator als solches ist natürlich für alle Fumutec-Anbauteile 1:1 kompatibel. Also ihr könnt alle Löffel, die ihr habt, die an den normalen Wechsler passen selbstverständlich auch an den Tiltrotator, sonst wäre das Ganze relativ ja, sinnfrei. Kommen wir nochmal eben auf die elektrischen Wechsler zurück. Da habe ich euch noch ein kleines Detail mitgebracht. Das Ganze schaut innen drin. Hoffe, man sieht das. Na. So, jetzt haben wir es scharf. Da steckt im Prinzip, so schaut es aus, ein kleiner Elektromotor drin, der dann im Prinzip das Schnellwechslerblech hier vorne betätigt, um euch da einfach auch mal einen kleinen Einblick zu geben. Das hier jetzt als Beispiel der PW 180 Wechsler und gleicher Aufbau, gleiche Version steckt eben auch ja, in den anderen elektrischen Wechslervarianten mit drin. Sei es jetzt im Tiltrotator, im PC 290, PC 290 228 ist ja identisch, ist in beiden oder in allen Varianten steckt dieses System drin, hat sich bewährt.
Von der Ansteuerung ist das an der Stelle über einen Regler der Firma CTI gelöst, der CTI Micro Titan. Das heißt, ihr braucht keine Endschalter, ihr braucht keine irgendwelche Umbaumaßnahmen, sondern so wie ich es hier gezeigt habe, es kommen oben zwei Kabel raus, die verlegt ihr, wenn es jetzt der normale Wechsler ist, könnt ihr die starr am Bagger verwenden. Haben wir hier zum Beispiel, da ist auch unser elektrischer Wechsler schon angebaut an der Maschine. Hier eben auch an den Koppelstangen ist das Ganze da entlang geführt und hier oben dann einfach als Hydraulikleitung getarnt nach hinten geführt. Also ist, wie gesagt, auch von der Installation her wirklich einfach, unkompliziert und ja, jederzeit nachrüstbar für diejenigen, die sagen, okay, hydraulischer Wechsler ist zwar eine tolle Geschichte, aber ich wollte jetzt nicht extra noch einen Hydraulikkreis nach vorne legen oder einen Zusatzanschluss verlieren. Ja, denke ich, eine super interessante Geschichte. Wenn wir gerade dabei sind, kann ich euch aber auch noch eine Idee mit euch teilen, weil wir haben ja hier, wie gesagt, den Wechsler vom Tilo dran an unserem PC 228 in einem Kurzheckbagger. Und hier habe ich das Ganze eben auch so gelöst. Ich wollte natürlich beide Zusatzanschlüsse weiterhin nutzen können. Und so sieht man es, denke ich, ein bisschen besser. So. Und ich habe im Prinzip neben den beiden Zusatzanschlüssen einfach noch eine Blindkupplung montiert. Und wenn ich jetzt beide Zusatzanschlüsse brauche, wechsle ich als erstes das Anbaugerät. Sprich, nimm den Löffel ab, mach, keine Ahnung, den Sortiergreifer, die Holzzange, was immer ihr wollt, dran, verriegel das Ganze wieder mit dem hydraulischen Wechsler und steckt dann den hydraulischen Wechsler vom Zusatzanschluss ab und stecken hier außen auf diese Blindkupplung drauf. Ist vielleicht auch noch eine Idee für die, die sagen, ja, das soll dann doch schon hydraulisch sein, aber ich möchte da irgendwo, ja, eben noch eine Leitung legen. Muss nicht sein. An der Stelle einfach auch noch ja, die Idee dazu. So, das war der elektrische Wechsler und der Tiltrotator. Dann haben wir noch eine Sache, ihr habt es vielleicht bei der einen Maschine gerade schon gesehen, bei dem PC 290, den wir hatten, wo man das mit den elektrischen Wechsler angebaut hat. Dort ist ein Gerät angebaut, das eigentlich im Wesentlichen in der USA unheimlich weit verbreitet ist. Und zwar in den USA heißt Hydraulic Thumb, also hydraulischer Daumen oder Gegenhalter, je nachdem, wie ihr das möchtet. Und das Ganze schaut dann eben so aus. Ihr kennt das Ganze, wenn man noch ein bisschen mit Bagger tiefer geht, komme ich mit der Kamera schöner hin. Jawohl, perfekt. So sieht man es schön. Ja, also einfach, ja, im Prinzip deswegen heißt es auch Hydraulic Thumb, es ist wie ein Daumen. Ja, also ich kann eben, habe wie ein Daumen, wo ich dann plötzlich was greifen kann. Und ich habe es eben immer an der Maschine montiert. Das heißt, wenn ich jetzt am Graben bin, ich muss nicht umbauen, ich muss jetzt nicht hergehen und habe einen Stein, den ich so mit dem Löffel nicht bewegt bekomme. Ich muss nicht hergehen, muss erst den Löffel wechseln, muss irgendwo einen Sortiergreifer anbauen, sondern ich habe immer und jederzeit die Möglichkeit, den Gegenhalter oder Hydraulic Thumb eben runterzufahren und um irgendwas zu greifen zwischen dem Löffel und dem Gegenhalter. Zeigen das hier gerade mal. Und ist also von daher unheimlich universell einsetzbar und habe den riesen Vorteil, wenn ich dann fertig bin mit der ganzen Geschichte, habe jetzt irgendwas den Stein bewegt oder auch zum Beispiel, wenn man einen Bachverbau entsprechend macht, irgendwo auch, wie wir es jetzt hier im anderen Beispiel vorne dran liegen haben, mit Holzstämmen irgendwo einen Verbau gebaut und kann direkt eben direkt weiterarbeiten.
Ja, ne, wir können das, denke ich, mit dem Holz auch nochmal kurz zeigen. Dann können wir mal schauen. Die andere coole Geschichte ist nämlich, wenn man das gute Stück dann nicht mehr braucht, gehe ich anschließend einfach her und klappe ihn wirklich nach hinten weg und dann ist er aus dem Weg. Aber ihr seht, das ist eine Sache, da kann man also richtig schön ähm, auch mal was dann einfach bewegen. Und wir gucken jetzt gerade nochmal, wenn das da wieder abgelegt ist, genau, dass man einfach auch wirklich den Gegenhalter weit wegklappen kann. Und jetzt stört er beim normalen Graben überhaupt nicht mehr. Ich kann sogar den Stiel komplett einziehen, einklappen und liegt gerade eben oben am Ausleger nur minimal an, was ich teilweise mit dem Löffel eben auch habe. Und wenn ich denn das gute Stück eben wieder brauche, klappe ich es einfach nach unten. Ja, wenn euch das interessiert, einfach mal in YouTube Hydraulic Thumb eingeben, also hydraulischer Daumen. Wie gesagt, am besten in der englischen Schreibweise, weil es in der USA ist das gute Stück bei Baggern bis 15 Tonnen eigentlich nicht mehr wegzudenken. Das hat jede Maschine dran. Es ist aber auch noch bis zu 30 Tonnen Maschinen absolut ja, weit verbreitet. Das ist also durchaus eine Geschichte, wie gesagt, in den USA fast Standard, in Europa ja, noch nicht so oft zu sehen, aber ihr habt am Modell, am Beispiel jetzt gesehen, es ist eine absolut interessante Geschichte. Ja, auch diese Sache ist im Moment wirklich ganz neu. Wenn man, ich denke, in 2 bis 3, vielleicht 4 Wochen bei uns in Online-Shop aufnehmen. Und ja, dann haben wir eine weitere interessante Option für unsere Modelle. Ja, apropos im Online-Shop aufnehmen, das ist eine weitere ja, Neuheit in Anführungszeichen, die wir mit euch teilen wollen. Wir haben, vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, seit heute Vormittag haben wir bei uns im bestehenden Shop auf der Startseite einen Link auf unseren neuen Online-Shop geschaltet und ist momentan noch eine, ja, ich sag mal, eine Beta-Version. Es sind alle Funktionen für euch freigeschaltet. Ihr könnt also auch sowohl über den alten als auch über den neuen Shop bestellen. Schaut da einfach mal rein. Wie gesagt, wenn euch irgendwas auch auffällt, dann freuen wir uns über ein Feedback. Wir haben geschaut, dass wir das Ganze noch ein bisschen übersichtlicher gestalten. Als Basis, damit man sich nicht komplett neu orientieren muss, ist an der Stelle schon der alte Shop ja, genommen worden und auch geblieben, oben mit der Navigation. Aber wir haben das Ganze nochmal übersichtlicher gestaltet, um auch einfach zu zeigen, bei Fumotec bekommt ihr das Modell, ich sag mal, vom Bausatz. Äh, also wenn jemand sagt, ich möchte einfach nur einen Bausatz, ist kein Problem. Wenn man sagt, okay, pass auf, ich möchte noch den Bausatz, ich brauche die Fernsteuerkomponenten dazu. Wir haben das alles unten mit Registerkarten aufgegliedert, dass man im Prinzip wirklich sagen kann, ich kriege vom Bausatz über den Bausatz mit Zubehör, bekomme ich das genauso, wie ich das möchte, genauso wie das für mich passt. Wir haben einen Lackierservice für euch, den ihr nutzen könnt. Da sprecht uns gerne an. Da haben wir mittlerweile 2 Varianten, die wir umsetzen können. Zum einen eine sehr hochwertige, ähm, wo die komplette Beschriftung, wie man es hier oder wie man es da auf den Modellen sieht, alles mit einlackiert ist. Es gibt alternativ die Möglichkeit, das einfach, ich sag mal, zweifarbig zu lackieren, wo er die Beschriftung selbst aufbringt. Ist vom Glanzgrad ein bisschen anders, aber da, wie gesagt, sprecht uns gerne an. Uns war einfach an der Stelle wichtig, dass ihr ja wirklich vom Bausatz über Zubehör, Fernsteuergeschichten, äh, könnt ihr alles so bekommen, wie ihr es möchtet. Und ja, wie gesagt, das haben wir versucht, bestmöglich abzubilden, haben viele technische Daten noch entsprechend ergänzt, gerade bei den Hydraulikanschlüssen, dass da, ja, das stand ja auch immer nur eine Bezeichnung,
die vielleicht dem einen oder anderen, wo noch ein bisschen Info gefehlt hat, das haben wir mit reingepackt. Also wie gesagt, guckt gerne in den neuen Shop rein und wenn euch irgendwas fehlt, irgendwas auffällt, meldet euch, schreibt uns gerne eine E-Mail und ja, damit wir das Ganze noch ein bisschen weiter verbessern können. Wir haben noch einige Ideen, die wir da umsetzen möchten, aber ja, deswegen momentan, wie gesagt, als Beta-Version. Es werden aktuell noch beide Shops ja, zeitgleich laufen und wir werden dann, sofern da keine, ich sage jetzt mal, Probleme oder irgendwo auftreten, also Probleme wird es nicht geben, wird dann im Prinzip der alte Shop abgeschaltet und es wird nur noch den neuen Shop geben. Aber geht mal davon aus, die nächsten 3 bis 4 Wochen werden beide Shops verfügbar sein. Man kann über beide Shops bestellen und ja, ist auch eine, wie gesagt, spannende Neuheit. Guckt da gerne mal rein. So, jetzt sind wir eigentlich mit den kleineren Neuheiten schon weitestgehend durch. Und jetzt kommt, denke ich, der Teil, auf den ihr ja, am meisten wartet. Man hat es ja im Vorfeld schon so ein bisschen gesehen an den Bildern, ja, auch an den Kommentaren. Wir haben ja da so ein paar Bilder schon gepostet oder jetzt auch im Vorfeld der Online-Präsentation an dem Video gesehen. Ja, gibt ein neues Modell von Fumotec und da müssen wir jetzt ganz kurz was vorbereiten und dann können wir euch das zeigen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Wir brauchen ungefähr, ja, ich weiß nicht, eine knappe Minute und dann sind wir wieder da für euch. Also, bis gleich. Ja, so, da sind wir wieder und ihr habt dann im kleinen Video gesehen, das war so die Idee, wie das Ganze dazu gekommen ist. Im Prinzip vom Original zum Modell, also übers CAD, man hat es gesehen zwischendrin, das CAD-Modell und ja, ähm, deswegen die, die kleine Überblendung und wie gesagt, das ist der unser brandneuer WA 475 von der Firma Komatsu natürlich. Letztes Jahr auf der Bauma als absolute Neuheit vorgestellt worden und von uns jetzt eben als Modell umgesetzt. So, fahren jetzt gerade mal auch hier ein bisschen besser ins Blickfeld, dann komme ich hier mit der Kamera ein bisschen besser zurecht und kann euch dann die Details eben noch ein bisschen besser zeigen, die wir hier umgesetzt haben. So. Ganz kurzen Moment. So, ja. Also, was ist das Besondere nun an dem WA 475 von uns? Es ist zum einen, wir werden da gleich, wie gesagt, nochmal auf die Details ein bisschen eingehen, eine unheimlich detaillierte Maschine. Zum anderen haben wir eben aufgrund der Detaillierung einfach gesagt, das war ja bei uns vorher so, es gibt zum einen die Modelle, den Grundbausatz und den Scale-Teilesatz getrennt. An der Stelle haben wir einfach gesagt, das macht keinen wirklichen Sinn mehr. Ich gehe jetzt hier gerade mal so ein bisschen drüber. Wie gesagt, es ist zwar noch der Prototyp,
aber man kann da, denke ich, schon wirklich erkennen, dass das also wirklich komplett originalgetreu umgesetzt ist. Wir gehen dann da auch gerne nochmal detaillierter auf die einzelnen Punkte ein oder auch auf die Kabine. Ich möchte mit euch als erstes nochmal von am Hubgerüst anfangen, weil wir haben an der Stelle die Kinematik für euch etwas geändert, weil das einfach vielen Kunden unheimlich wichtig war. Entgegen der Originalmaschine, die ja unten nicht komplett auskippen kann, weil es ja eigentlich eine Umschlagmaschine ist, kann man eben hier die Schaufel auch unten schon komplett auskippen. Das ist, ja, wie gesagt, entsprechend entgegen des Originals. Das ist eigentlich die eine Sache, die entgegen dem Original ist, wirklich abgeändert, bewusst abgeändert, um das für den Modellbau einfach noch etwas ja, passender zu machen. Als nächstes ist es dann natürlich noch so, ähm, das sieht man hier im Moment sehr schön. Wir haben für die Maschine einen Schnellwechsler vorgesehen. Der Schnellwechsler ist auch eine absolute Besonderheit, wenn wir gleich nochmal ja, auch im Detail zeigen. Und zwar, wie gesagt, speziell für die Maschine entwickelt und hat einen Riesenunterschied zu anderen Schnellwechslersystemen, die es im Modellbau normalerweise gibt. Und zwar sind die Bausatzschaufeln 1:1 jederzeit weiterverwendbar. Das heißt, ich kann den Schnellwechsler einfach jederzeit auch nachrüsten, wenn ich das möchte. Und habe dann zeitgleich mit dem Schnellwechsler wird es dann hier die beiden Zusatzanschlüsse geben. Das Ganze ist dann kombiniert hier entsprechend mit einer Festverrohrung. Und genau, so sieht man es schön. Also Schnellwechsler wird es dann als Option geben, in Verbindung direkt immer mit dem hydraulischen Zusatzanschluss, mit der Festverrohrung und dem Zusatzventilblock. Die Anschlüsse für den Zusatzventilblock, die sind immer im Bausatz direkt mit dabei. Das heißt, ihr könnt euch jederzeit ohne großen Aufwand das Ganze nachrüsten. So, jetzt gucken wir uns das hier gerade mal an, wie das mit dem Wechseln funktioniert. Man sieht eben hier, wie die Bolzen nach innen rausfahren, man die Schaufel nach vorne ablegen kann und dann eben, Moment, oh, ein bisschen scharf stellen, genau. Ich zeige euch mal kurz die Bausatzschaufel bzw. die Aufnahme dazu. Ja, es wird also, so wird das Ganze ausschauen und es wird wie gesagt so sein, dass die Bausatzschaufel mit dem Bausatz kommen hier auch passende Aufnahmen. Das heißt, ihr könnt die Schaufel auf jeden Fall immer weiter verwenden. Es ist egal, ähm, egal wie. Ihr müsst also nicht irgendwie eine Schaufel dann doppelt kaufen. Das war uns einfach wichtig. So, wird eingehängt und es ist eben genau, man sieht hier, auf dem Originaldrehpunkt wird das Ganze verbolzt. Das ist natürlich das nächste Spezielle bei dem Schnellwechsler. Ich baue nicht an den bestehenden Drehpunkt nach vorne einen Schnellwechsler an und verliere dadurch irgendwo Kraft, weil ich weiter von der Maschine weggehe, baue irgendwo was zwischen, sondern ihr seht es hier, das ist wirklich direkt am Original-Drehpunkt befestigt das Ganze. Im Original ist das ein System von der Firma Schlüter, eines der größten Komatsu-Händler in Deutschland. Die Idee haben wir als Basis aufgegriffen und haben das hier eben aufs Modell umgesetzt. So, dann haben wir
gehe hier nochmal so ein bisschen, dass man ein bisschen was von der ganzen Maschine sieht. Wir haben, wo es ging, haben wir die Teile von der Konstruktion so geteilt, dass man bei der Lackierung es auch möglichst einfach hat. Das heißt, hier oben der Rücken, sage ich jetzt mal, der Rücken der Motorhaube ist ein Teil, die Auspuffverkleidung ist ein Teil, der Luftfilter ist ein Teil, weil das sind alles unterschiedliche Farben im Original. Sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht auf der Kamera. So, das hier ist mattschwarz, das ist hochglänzend schwarz, das ist ein Grauton. Neben hat man natürlich die gelben Seitenteile. Und das sind alles einzelne Teile, damit man das möglichst einfach dann auch lackieren kann und da keine großen Abklebearbeiten hat. Da haben wir eben auch einfach darauf geachtet, dass das Ganze möglichst kundenfreundlich an der Stelle ist. Wir haben ein Zweiganggetriebe in der Maschine, wir haben Achsen natürlich verbaut also sperrbare Achsen von der Firma ScaleArt, die Hydraulikpumpe ist vom Martin Kamshoff, die werden wir uns dann auch gleich nochmal angucken, weil da haben wir ein spezielles Gimmick verbaut, aber ich würde erst nochmal so auf ein paar Details einfach mit euch eingehen wollen. Wir haben hier zum Beispiel, wo wir da am besten hin, wird also alles im Bausatz mit drin sein, die Zentralschmieranlage nachgebildet mit, wo sieht man es glaube ich schön, genau, könnt ihr, wie wir es hier zum Beispiel haben, Fett einfüllen, dann schaut das natürlich richtig schön aus und auch ansonsten ist das Ganze eben unheimlich detailliert. Nehmen wir jetzt auch gerade mal das Dach ab. Wie gesagt, das Dach ist eben zum Lackieren, um das möglichst einfach zu gestalten, einteilig, wird später hier mit Magneten gehalten. Sieht man hier die Aufnahmen, hier entsprechend die Gegenstücke, das ist alles vorbereitet. Dann können wir jetzt hier oben mal gucken. So, wie kommen wir denn da oben rein? Jetzt weigert sich hier die Kamera ein bisschen. Moment, so. Also ihr seht auch da, es ist komplett wie die Originalmaschine innen drin umgesetzt. Wir hatten für die komplette Maschine Daten von der Firma Komatsu. Das heißt, also auch der Innenausbau, es ist alles komplett originalgetreu. Machen wir das Deckelchen wieder drauf. Was wir natürlich auch haben, sind Türen, die zum Öffnen sind. Das ist jetzt alles, wie gesagt, das ist noch ein Prototyp, aber wir werden auf jeden Fall Türen haben, die zum Öffnen sind. Ja, der Werkzeugkasten wird mit dabei sein. Auch die Türen sind innen entsprechend detailliert. Ja, wie gesagt, wir gucken, dass wir da in Kürze auch euch noch Detailbilder nachreichen. Um zurück auf den neuen Shop nochmal zu kommen. Wir werden direkt jetzt nach der Präsentation im neuen Shop auch den Radlader entsprechend freischalten, dass ihr euch da einfach noch mehr Infos holen könnt, technische Daten und so weiter. Das Ganze wird voraussichtlich, also als Modell lieferbar sein ab Februar nächsten Jahres. Wir haben dann natürlich auch die Beleuchtung komplett bis dahin fertig. Da fehlt im Moment noch so das ein oder andere. Frontscheinwerfer ist klar, ist fertig. Wir werden hier noch die komplette Originalbeleuchtung anbringen. Hinten ist es schon vorgesehen. Aber wie gesagt, es ist noch ein Prototyp aktuell. Und ja, aber das wird entsprechend dann noch alles natürlich verfügbar sein. So, ja, Thema Verfügbarkeit. Wie gesagt, Februar nächstes Jahr. Wir werden eben nach der Präsentation hier das Modell im Shop zwar freischalten, da wird auch ein Preis drin stehen, aber sprecht uns wirklich gerne an. Wir haben, ich sag mal, jetzt im Rahmen dieser Online-Präsentation und noch im Laufe der nächsten Woche können wir euch gerne einen Frühbestellerrabatt oder einen Einführungspreis anbieten
sprecht uns da, wie gesagt, gerne dazu an. Und ja, eine ganz spezielle Sache haben wir noch umgesetzt, die also auch, das ist so ein richtig cooles Gimmick. Gehen wir so ein bisschen weg, dass man das dann ein bisschen besser erkennen kann. So sollte das passen. Und zwar ist es ja ich sag mal, eine Besonderheit oder eine Sache, wo bei der Originalmaschine unheimlich Wert drauf gelegt wurde, ist das Thema Zugänglichkeit und einfache Zugänglichkeit zu den Komponenten. Und dazu ist bei der Originalmaschine die komplette Motorhaube lässt sich elektrisch nach hinten klappen. Und dann haben wir gedacht, das ist doch eigentlich, was das Original kann, das müssen wir auch umsetzen. Und ja, guckt euch das an. Also das ist der absolute Hammer, finde ich. Das ist halt, auch wenn man das Modell dann auf dem Parcours irgendwo einsetzt, fährt hin zum Akkuwechsel, fährt automatisch die Klappe hoch. Also das macht er nicht automatisch, aber man kann es über die Fernsteuerung machen. Es ist ein kleiner Gag, aber ich finde es ein absoluter Hingucker. Und apropos Hingucker, da könnt ihr jetzt gleich mal so ein bisschen innen reinschauen. Man sieht jetzt von oben nicht unheimlich viel. Ganz oben, wie gesagt, die Pumpenkombination von Martin Kamshoff mit mit dem Steckanschluss fürs Manometer hier. Und direkt nebendran eben auch super zugänglich Platz für einen 5000er Akku. Wir haben bei der Maschine hier, und das ist auch was wir dann empfehlen werden, auch einen brushless Fahrantrieb verbaut. Die Maschine ist unheimlich effizient. Wir hatten jetzt in den Tests, ich sag mal, in etwa einer Stunde Fahrzeit hatten wir 1500 Milliampere Stromverbrauch. Also das ist eine unheimlich effiziente Maschine in der Kombination. Hier nochmal ein bisschen auf die Seite. Hier unten hat man im Prinzip Platz für die Elektronik. Wir haben das Ganze sauber getrennt auf Zwischenböden aufgebaut. Da wird es, sobald die Anleitung verfügbar ist, werden wir euch die natürlich dann auch bei Interesse zur Verfügung stellen können. Und dass ihr dann einen direkten Einblick in die Maschine entsprechend habt. Ja, das dazu. Und die Klappe geht natürlich nicht nur auf, sondern geht dann auch wieder über die Fernsteuerung zu und dann kann es weitergehen. Also wie gesagt, es ist natürlich nur ein Gimmick, aber wie wir finden, ein absolut sehenswertes, das wir dann einfach im Modell mit umsetzen wollten. So, dann können wir, denke ich, an der Stelle, wenn ihr irgendwo jetzt speziell Fragen auch zu der Maschine habt, da gern nochmal drauf eingehen. Ich schaue hier gerade mal, ich hab ein bisschen mir einen Spickzettel geschrieben, muss ich zugeben. Nicht, dass ich da irgendwo was übersehe. Und nee, sollte aber alles Wesentliche und Wichtige an der Stelle besprochen sein. Ich schalte hier gerade nochmal um. So. Ja. Ja, also wie gesagt, wenn irgendwo Fragen sind, gerne wie gesagt auch im Nachgang oder wenn ihr euch heute Abend Fragen einfallen, schreibt uns gerne kurz eine Nachricht. Wir können auch uns das morgen, wie gesagt, hier im Detail nochmal angucken, auf messeähnlich eben, dass ihr sollt die Möglichkeit haben, euch bestmöglich über die Modelle informieren zu können, beziehungsweise einfach auch die Modelle bestmöglich in Augenschein zu nehmen, auch wenn ich für euch dann so ein bisschen die Kamera hier führen muss. Aber wenn man jetzt sagt, hier, pass auf, zeigt das nochmal von rechts oder von links oder ich habe eine Frage zum PC 490 oder keine Ahnung, also wie gesagt, meldet euch da gerne. Und dann sind wir da gerne bereit, da das entsprechend zu klären. Genau, ich höre gerade eine Frage
absolut berechtigte Frage war, ob man die Klappe auch ohne Akku öffnen kann. Haben wir natürlich dran gedacht, weil wäre wär denkbar, denkbar ungünstig. Also ich kann jederzeit das hier einfach von Hand hochheben. Ich kann die auch, ich sag mal, ein Stückchen weiter hochheben. Dann komme ich noch ein bisschen besser dran, als das mit dem Servo realisiert werden kann. Dann bleibt das Ganze eben auch offen. Habe hier unten, in dem Fall haben wir einen Ein- und Ausschalter montiert. Und das ist komplett, man sieht hier, das ist komplett unabhängig von dem Servo. Wir können gerade mal gucken, ob wir da außen rumkommen und euch das mit dem Servo zeigen können. Schau hier auch mal, genau. Da sieht man es und da sieht man eben auch, wie sich das bewegt. Ja, also es ist einfach, das Servo drückt von unten an die Kabine dran. Das heißt, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, ja, dass man vergisst, das Servo wieder nach unten zu fahren, wenn man den Akku abgezogen hat. Das heißt, wenn man das Modell dann jetzt außer Betrieb nimmt und sagt, okay, für heute ist gut mitfahren, dann gehe ich eben her, fahre die Kabine hoch, halte kurz fest, fahre das Servo wieder runter und kann sie dann einfach wieder ablegen, beziehungsweise eben jederzeit hoch und runter bewegen. Das ist das Einzige, wo man darauf achten muss. Ist auch eine Sache, man muss es natürlich nicht einbauen, ganz klar. Es ist ein Gimmick, es ist einfach ein Servo, der Einbauplatz wird vorgesehen sein. Und ja, also wie gesagt, ist absolut kein Muss, aber ist ein netter Gag. Ich sage immer, ich sage für das eine Servo äh, ist es, denke ich, wert. Und es ist aber völlig unabhängig voneinander. Also ihr müsst jetzt nicht keine Angst haben, wenn die Klappe zu ist und der Akku leer, dass er die Motorhaube nicht mehr aufbringt. Das wird also kein Thema sein. So, genau. Wie gesagt, wenn noch irgendwelche offenen Punkte sind, ähm, meldet euch einfach kurz. Kollege steht jetzt gerade am anderen Rechner und ja, genau, beantwortet eure Fragen, beziehungsweise wenn irgendwo was ist, wo man sagt, hier, zeigt doch nochmal, würde ich mir gerne genauer anschauen, können wir das eben äh, jetzt oder wie gesagt auch gerne dann kurzfristig, ja, sei es mal morgen Vormittag ab 10 Uhr, da nochmal einen Termin machen. Das ist kein Problem. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, wenn ich das so sehe. Wir haben jetzt hier die Bereifung 26.5 in der Variante von Goodyear montiert. Das Ganze wird es aber auch dann mit einer Michelin-Bereifung geben, die dann auch von der Breite her etwas originalgetreuer, sage ich mal, ist. Ihr werdet es auch im Shop sehen, wenn ihr reinschaut. Die Breite ist angegeben, ich müsste jetzt spicken gehen, aber von bis abhängig von der Bereifung. Und da ist es in der Tat so. Ich gucke gerade, ob ich den anderen Reifen hier nochmal in die Finger kriege. Ganz kurzen Moment. So, der ist zwar nicht mehr ganz brandneu, aber wir gucken uns das gerade mal im direkten Vergleich an. Wenn ich da irgendwie hinkomme. So. Man sieht also schon die andere Bereifung
ist etwas schmaler und damit habe ich dann auch wirklich die absolut originalgetreuen Abmessungen. Mir persönlich hat an der Stelle die etwas breitere Bereifung besser gefallen, deswegen haben wir die jetzt hier ähm, auf der Maschine drauf. Wir werden von beiden Bereifungsvarianten natürlich dann Bilder machen, damit ihr euch das bestmöglich vorstellen könnt und dann einfach sagen, ja, mir gefällt das eine oder das andere besser. Das wäre eben noch ein Punkt. Und wie gesagt, auch hier die ganzen Teile, Unterlegkeile und so weiter, wird alles im Bausatz direkt mit enthalten sein. Die Scheiben ist auch diejenigen, die von euch schon Modelle mal von uns hatten, kennen es ja. Die Seitenscheiben werden fertig ausgefräst beiliegen. Die Front- und Heckscheibe ist ja bei der Maschine recht speziell geformt. Die wird im Prinzip fertig, ja, man muss es nicht mehr biegen, also diese Knicke, das ist alles drin. Man muss es vorne und hinten, die Scheiben, die müssen nur noch angepasst werden. Aber auch, also es ist natürlich, es muss nichts mehr geknickt oder gebogen werden. Das wird also auch keine große Schwierigkeit sein. Insgesamt haben wir natürlich eben wieder geschaut, dass wir das Ganze bestmöglich oder so einfach wie möglich umsetzbar gestaltet haben. Ich meine, es steckt viel Technik drin. Wir haben in der Maschine Soundmodule entsprechend verpackt. Das wird man jetzt wahrscheinlich hier unten kaum sehen. Ja, man sieht es leider nicht. Nur noch ein paar mehr Details. Aber das Soundmodul haben wir, den Lautsprecher wird es ein spezielles Gehäuse geben, sitzt hier unter der Kabine. Das heißt, ich habe eine optimale Abstrahlung rundum. Das heißt, ich habe nicht, wenn ich auf mich zufahre, ist das Modell lauter, wenn ich von mir wegfahre, ist es leiser, sondern da haben wir einfach geschaut, dass wir das optimal vom Abstrahlverhalten auch hinbekommen. Wie gesagt, wird es ein spezielles Gehäuse dazu geben. Wer das möchte, kann da gerne drauf zurückgreifen. Jo, was haben wir noch? Genau, Hydraulikpumpe, 700 Milliliter Fördervolumen. Wir haben das Hubgerüst mit neuen Zylindern ausgerüstet. Da können wir vielleicht gerade nochmal drauf eingehen, wenn wir die Maschine nochmal so ein Stückchen zur Seite bewegen. Dann machen wir am besten erstmal noch wieder die Klappe zu. Schönes Gimmick, zack, Klappe zu. Ein bisschen, wenn wir die gerade mal ein bisschen hier vorne hinstellen, kann man auch mal gucken. Wir haben auch eine sehr große Auskipphöhe realisiert. Das denke ich auch ein ganz wichtiger Punkt. An der Stelle kann man gerade, genau, wenn man hier jetzt gerade mal gucken, wie man das am besten sieht. Genau, so. Also wir haben selbst um eine, genau, so, das ist doch wunderbar. Wir haben so eine Auskipphöhe, mit der man selbst einen Dumper problemlos beladen kann, selbst mit ausgekippter Schaufel zurückfahren kann. Das ist eben auch noch eine Geschichte, da haben wir auch ein bisschen mehr Weg rausgeholt, wie es das Original hat, minimalst mehr Weg, um einfach da für den Modellbau das Ganze optimal ja, umzusetzen und anzupassen. Getriebe haben wir, wie gesagt, ein Zweigang-Getriebe verbaut. Es ist noch nicht ganz sicher, wir haben zwei Alternativen im Rahmen vorgesehen. Einmal eben Zweiganggetriebe, zum anderen ein Dreiganggetriebe von Veroma. Der Standard wird ein Zweiganggetriebe sein, aber man hat von der Montagemöglichkeit ist auch ein Dreiganggetriebe vorgesehen, das wir aber, ich sag mal, im Bausatz, ja, es ist
vorgesehen. Wir haben es jetzt in dem Prototyp noch nicht verbaut, weil das mit dem Zweiganggetriebe absolut ausreichend ist an der Stelle. Aber wenn da wirklich jemand Interesse daran hätte, würde es auch da noch die Option geben mit einem Dreiganggetriebe. Aber wird wahrscheinlich nicht als Serie kommen. So, jetzt haben wir auch im HM natürlich gerade kein Strom drauf, aber ja, sagen wir mal, man sieht es hier, man kommt also problemlos da eben auch auf, also über die Ladekante von einem Dumper problemlos drüber. Nicht wie man es oft kennt, dass man eben nur im Dumper auskippen kann, sondern selbst hier auf unserem unebenen Boden kann ich also da mit voll ausgekippter Schaufel zurückfahren. Und wie gesagt, da haben wir eben auch nochmal ein bisschen Weg für euch rausgeholt aus dem Hubgerüst. Man sieht sie jetzt hier. Die Hubzylinder sind also auch eine Sonderanfertigung speziell jetzt für den WA 475. Den Einknick oder den Lenkwinkel, muss ich jetzt ehrlich sagen, muss ich spontan passen, aber wir haben auch da, ich sag mal, das Maximale rausgeholt, um einfach eine wirklich wendige Maschine zu bekommen. Da muss ich aber jetzt spontan tatsächlich passen, wie viel Grad es sind. Aber man kann ja vielleicht, guck mal, ob ich von oben mit der Kamera drauf komme, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ich schaue das mal. Ja, so sieht man es sehr schön. Genau, perfekt. Also das ist schon, wie gesagt, ich muss den genauen Winkel, muss ich leider an der Stelle schuldig bleiben, aber ich denke, man sieht es sehr schön, auch wenn man jetzt komplett mal kurz noch einschlägt und einfach mal noch ein kleines Stückchen zurückfährt. Also es ist unheimlich, ja, wenn man einfach mal genau nach rechts oder links einschlägt und jetzt einfach mal äh, nach vorne fährt. Wie gesagt, der Untergrund ist natürlich alles andere als optimal, aber da sieht man schon, dass ja, dem Video hier sieht man, denke ich, sehr, sehr gut, ähm, wie wendig die Maschine ist. Auch hier vorne eben auf der Hauptkamera, können wir nochmal umschalten. Also das ist, wie gesagt, Wendigkeit wird sicherlich nicht das Thema sein. So, Ventile haben wir in dem Fall Standard. Die 3 Standardventile sind Mini-Ventile von Ulrich Meinhardt. Für die Schnellwechsler oder für den Schnellwechsler und den Zusatzanschluss sitzt im Vorderwagen ein Zweifach-Ventilblock von Scaleart. Und deswegen, das ist eben auch das Besondere, wir haben den Vorderwagen wirklich komplett ja, freigelassen oder Platz gelassen, um jederzeit den Zusatzventilblock installieren zu können. Die komplette, ich sage jetzt mal, Hauptkomponenten sind im Hinterwagen untergebracht. Die Verschlauchung oder die Anschlüsse sind entsprechend allerdings schon ab Bausatz bis nach vorne vorgesehen. Da liegt alles dem Bausatz mit bei, damit man jederzeit einfach vorne den Platz im ähm, Vorderwagen nutzen kann für den Zusatzventilblock. Sonst steckt da vorne mehr oder weniger nichts drin. Die eine Geschichte
die vorne auch noch wirklich erwähnenswert ist, für die, die auf Facebook bei uns regelmäßig reinschauen. Wir hatten ja vor einiger Zeit so ein fragwürdiges Messing-Biegeteil euch spaßhalber als Sportauspuff für ein SUV vom Geschäftsführer vorgestellt. Das war natürlich wirklich mehr ein Scherz, sondern das ist die Festverrohrung für die Hubzylinder. Das ist jetzt eine Geschichte, da komme ich mit der Kamera so ohne weiteres nicht hin. Ich kann höchstens mal gucken, ob ich irgendwo Richtung der Anschlüsse komme, aber ich fürchte, da werden wir nicht allzu viel sehen. Wenn wir den Radlader noch mal ein bisschen nach rechts einknicken könnten, dann vielleicht. Genau, so könnte das vielleicht was werden, aber bei Grau in Grau, ne, es ist. Ich werde euch da gerne noch ein paar Bilder nachreichen, aber auch da haben wir, ja, sind wir dem Original gefolgt und haben im Prinzip die Verrohrung für die beiden Hubzylinder mit einer Festverrohrung ausgeführt, damit wir die originalgetreuen Anschlusspunkte bekommen. Und das sind eben diese 4 vermeintlichen Auspuffrohre. Das sind die Anschlüsse für die beiden Hubzylinder. Und in der Mitte habe ich, wenn ihr euch das Bild auch nochmal angucken wollt, dann seht ihr den Prototyp in dem Fall von der Verrohrung. Und in der Mitte sieht man die beiden Anschlüsse. Also ich habe auch da unheimlich einen unheimlich aufgeräumten Vorderwagen, weil ich komme einfach mit den beiden Leitungen für die Hubzylinder von hinten, gehe auf die Festverrohrung und habe direkt die Verteilung und die Anschlüsse nach außen. Und ja, wie gesagt, war an der Stelle natürlich ein kleiner Spaß und war aber auch ein Teil eben schon von unserer WA 475-10. Ja, soweit wie ich das sehe, habt ihr aktuell keine Fragen mehr. Anderes Achskonzept, wie wir es beim HM umgesetzt haben, wie beim HM 300, kommt gerade noch die Frage. Aktuell werden wir für die, ja, das mit auf jeden Fall mit den Scalart-Achsen entsprechend ausliefern. Passt eben auch von der ganzen Wertigkeit sehr, sehr gut zu der Maschine. Es wird an der Stelle, ich sag mal, dieses mehrachsige System, nenne ich es mal, vom HM, hat sich, ja, es hat sich eben dann doch rauskristallisiert, dass es nicht unbedingt ja, benötigt wird. Man wird mit, ich sage jetzt einfach mal, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch andere Achsen drunter bauen können. Von uns wird es bausatzmäßig an der Stelle, zumindest im ersten Schritt, bei den Scalart-Achsen bleiben. Wenn da vermehrt Wünsche aufkommen nach einem anderen Achssystem, sind wir da durchaus mit Sicherheit flexibel, weil es gibt ja durchaus ähnliche Achsen, die vom Maß her kompatibel sind. Von daher ausschließen möchte ich es nicht. Aktuell vorgesehen sind die, ja wie gesagt, Scalart-Achsen und auf der Basis, wenn wir jetzt erstmal die Bausätze soweit fertig machen, damit wir, wie schon erwähnt habe, ja, Anfang nächsten Jahres, Februar, die ersten Bausätze ausliefern können. Kommt noch eine Frage bezüglich Anbaugeräten. Da werden wir natürlich auch dann, wie wir es bei den Baggern auch gemacht haben, entsprechend noch was nachreichen. Aber auch da, wir machen erst den Bausatz jetzt soweit fertig. Aber es wird definitiv natürlich verschiedene Schaufeln geben. Wir sind da auch mit anderen Anbietern im Gespräch, ähnlich wie es bei unseren Baggermodellen ist. Da gibt es ja auch von anderen Anbietern dann wieder Anbaugeräte, die kompatibel sein werden. Da laufen eben Gespräche. Äh, also ihr könnt damit rechnen, es wird klar, wir haben jetzt hier die Schaufel einfach mit einer Schneide ohne Zähne, die wird es natürlich dann von uns auch mit Zähnen geben. Wir werden eine entsprechende Felsgabel machen. Es wird in Zusammenarbeit wahrscheinlich mit einem anderen Anbieter eine Hochkippschaufel geben, weil wir haben ja hier hinten die Zusatzanschlüsse entsprechend vorbereitet. Aber wie gesagt, das ist ja
noch nicht zu 1000% fest. Also, dass es das geben wird, das ist sicher. Ähm, Nagelt mich an der Stelle jetzt noch nicht auf einen genauen Liefertermin fest. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir den Bausatz so weit anstatt bekommen. Aber wie gesagt, ihr kennt es von unseren Baggermodellen. Anbaugeräte sind ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um maximalen Spielspaß aus dem Modell zu bekommen oder mit dem Modell zu bekommen. Also von daher werden definitiv Anbaugeräte kommen. Ähm, Welche haargenau, wie die haargenau ausschauen werden, muss ich im Moment schuldig bleiben. Aber wie gesagt, da wird mit Sicherheit eine Auswahl kommen, die passend zur Maschine ist. Gewicht. Ich gehe gerade spicken, da bin ich jetzt mal ganz frech. Ich gehe gerade mal hier im Online-Shop spicken. Wie gesagt, den werden wir für euch ähm, in Kürze dann freischalten. Achso, ne, ich komme jetzt noch nicht drauf. Gewicht. Ich sage ja, direkt nach der Präsentation werde ich es im neuen Online-Shop freischalten, dann wird's auch die kompletten technischen Daten von der Maschine mit Länge, Breite, Höhe, Gewicht wird veröffentlicht. Ähm, Schaut da gerne rein und dann ist die Info, wie gesagt, da mit Sicherheit mit drin. Ich werde es direkt jetzt nachdem wir hier durch sind und wenn ihr keine Fragen mehr hättet, wird es freigeschalten und dann könnt ihr da reinschauen. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Soweit. Wie gesagt, kommt gerne auf uns zu, wenn ihr noch Fragen habt. Wir können, wie gesagt, das Ganze hier in dem Format, wir werden das Ganze bis morgen auf jeden Fall aufgebaut lassen. Dann können wir auch kurzfristig da eben nochmal entsprechend, entweder sei es als Facebook Live oder eben auch als eine separate Videokonferenz, um da Details zu klären. Äh, komm, ja, ich habe jetzt gerade noch gehört, Nahaufnahmen werden wir, wie gesagt, natürlich auch nachreichen. Ich kann jetzt hier mit der Kamera gerne noch mal in ein paar verschiedenen Winkeln da äh, schon mal drauf gehen. Äh, Preis, Frage nach ja, ne, klar, die Frage nach dem Preis kommt natürlich nochmal auf. Ähm, Wie gesagt, schaut direkt jetzt danach im Online-Shop rein. Wir werden äh, entsprechend noch ein Einführungsangebot natürlich dann haben. Ich habe mir es hier notiert, wenn ich schon die ja, über das Gewicht schuldig bleiben musste. Also der offizielle Verkaufspreis, ich kann es an der Stelle gerade sagen, wenn wir bei 6.977 Euro liegen für den Bausatz. Ähm, ja, der Schnellwechsler wird bei rund 780 Euro liegen und wie gesagt, wir haben auf beides entsprechend ein Einführungsangebot. Da sprecht uns aber gerne entsprechend an, wenn das für euch von Interesse ist, ob mit oder ohne Schnellwechsler. Wie gesagt, den Schnellwechsler selbst wird man jederzeit auch nachrüsten können. Von daher, wenn jemand sagt, naja, momentan ist das mit den Schaufeln, es gibt ja wahrscheinlich, vielleicht, ich kann es noch nicht sagen, eventuell schaffen wir es bis zur Bausatzeinführung, dass es auch schon die ein oder andere Schaufel dazu gibt. Wenn ihr dann sagt, okay, im Moment brauche ich den Schnellwechsler noch nicht, ich kann jederzeit das gute Stück nachrüsten. Und ja, deswegen einfach gebt uns Bescheid, ähm, wenn ihr da Interesse habt, ja, sei es Bausatz oder Bausatz mit Schnellwechsler, da sind wir offen und wir werden eben im Laufe der nächsten Woche da noch ein Einführungsangebot für euch haben. Ja, wir versuchen jetzt hier gerade nochmal so ein paar Details. Übernehme ich gerade nochmal. So.
gucken, ob wir von hinten noch mal ein paar Bilder, wobei das haben wir über die andere Kamera, denke ich schon. Nochmal von hinten. Ich sehe gerade auf Facebook, das kommt alles mit ein klein bisschen Verzögerung an. Aber wie gesagt, auch da, wir werden nochmal auch vernünftige Fotos dann entsprechend für euch da bereitstellen und die dann auch entsprechend online hochladen. Es ist momentan eben wirklich, es war für die Messe Friedrichshafen geplant als ja, zur Produktvorstellung, also es ist ein Prototyp, deswegen wir haben das noch nicht bis ins Detail aufarbeiten können mit Bildern und so weiter. Und ja, wird aber natürlich in Kürze dann nachgereicht und dann auch in einer, ich sag mal, entsprechend guten und hohen Qualität oder in einer auf jeden Fall besseren Qualität, wie wir es jetzt hier im Livestream anbieten können. Yeah, maybe some words for our customers or the guys that's interested from our international customers. If I just did that project release here just in German, yeah, but if you have any question in English as well, that's yeah, feel free to get in touch with us. If you have detailed question, whatever, if it's now at the Facebook Live, let's call it chat, or by email, it's not a problem. Yeah, we can get that sorted. That's not a problem. It's yeah. If I would do both the complete product release in German and English, it would be a bit too much because my English is not that perfect, and it would be really need really a long time. But yeah, if you have any questions to the brand new WA 475-10 or to any other product, feel free to get in touch with us. And yeah, we're happy to help you there as well. Ja, dann würde ich sagen, wenn von eurer Seite aktuell keine Punkte mehr sind, ja, beenden wir das Facebook Live hier. Wir werden das Ganze, wir haben es auch aufgezeichnet, wir werden das Ganze auch auf YouTube hochladen, hat man im Vorfeld schon versprochen, weil es doch einige gibt, die auch ja, nicht bei Facebook sind oder das nicht nutzen können. Die wollen wir natürlich auch an der Stelle nicht vergessen. Also wenn ihr jemanden kennt, der gesagt hat, ja, hätte ich mir gern angeschaut, Facebook habe ich nicht oder möchte ich nicht, keine Ahnung, oder hatte keine Zeit, ist natürlich auch, haben geschaut, wir haben es auf Samstagnachmittag gelegt, wo wir gedacht haben, da werden die meistens irgendwie einrichten können, aber wir werden das Ganze Anfang nächster Woche auch auf unserem YouTube-Kanal hochladen und da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal in Ruhe anschauen. Gut, dann würde ich mich an der Stelle herzlich bei euch bedanken. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen, ein kleines bisschen Messe-Flair mitnehmen. Und ja, wie gesagt, wir hören uns, denke ich, in Kürze, wenn Interesse besteht an den Produkten, wenn Fragen sind. Und dann sage ich an der Stelle, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für euer Interesse und bis bald. Macht's gut. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.